Hallo, morgen. Einen Espresso bitte zum Mitnehmen und eine Butterbreze bitte. Danke vielmals. Tschüss. Hallo. Ich bin wieder zurück. Und wenn du neu hier bist, hi, ich bin Lari, Deutschlehrerin mit viel Liebe. Und in diesem Deutschlernvideo geht es rund ums Thema Liebe. Ich habe mich dafür entsprechend angezogen. Mein rotes Kleid ist voller Herzen und ich stehe hier vor dem Schloss Nymphenburg. Und hier im Park gibt es einige Orte der Liebe und die gucken wir uns heute an. Ich bin ganz gespannt, welche Wörter in diesem Video neu für dich sind. Schreib mir also deine Vokabelliste gerne in die Kommentare. Und guck mal, im Hintergrund, also hinter mir, siehst du zwei Schwäne. Der weiße Schwan, der Schwan und die Schwäne. Schwäne sind auch ein Symbol der Liebe, denn wenn man genau guckt, sieht man den herzförmigen Hals des Schwanes. Zwei Schwäne ergeben ein Herz. Oh, so süß. Ich gehe über die Brücke. Die Brücke. Das Schloss Nymphenburg. Ich stehe vor dem Schloss. Das Schloss. Händchen halten. Dieses Paar spaziert und hält Händchen. Der Schwan. Wir befinden uns hier unter dem Baum der ewigen Liebe. Und guck mal, hier am Baum haben sich viele Liebespaare verewigt. Verewigt bedeutet, dass ihre Liebe hier auf diesem Baum hoffentlich für immer, also für eine Ewigkeit, festgehalten ist. Guck mal, hier oben gibt es ein rot bemaltes Herz, C plus R. Und neben dem Herz siehst du ein Datum, der 9.12. Hier unter diesem Baum machen viele Liebespaare ihre Beziehung offiziell. Und zwar fragt man: Willst du meine Freundin oder mein Freund sein? Und wenn diese Frage bejaht wird, ja, ich möchte dein Freund oder deine Freundin sein, dann ist man offiziell zusammen. Eine beliebte Frage bei jüngeren Jugendlichen oder Kindern ist die Frage: Willst du mit mir gehen? In der Schule werden auch kleine Zettelchen, Liebesbriefe geschrieben mit dieser Frage. Und die 3 Antwortmöglichkeiten lauten ja, nein oder vielleicht. Und wenn Paare dann den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen möchten, dann stellt man die große Frage: Willst du mich heiraten? Man verlobt sich manchmal oder oft mit einem Symbol der Verlobung, mit einem
Verlobungsring. Und aus dem Freund oder dem Partner wird der Verlobte und aus der Freundin oder der Partnerin wird die Verlobte. Der Schwan und ich gehen gemeinsam spazieren. Der Schwan schwimmt und ich gehe. Die Ente und der Enterich. Ein Entenpaar. Oh. Hier auf dem Schlosskanal kann man bei Schönwetter zwischen März und Oktober eine Fahrt in einer original venezianischen Gondel machen. Also in einer Gondel aus Venedig in Italien. Viele Liebespaare nutzen diese Fahrt für einen Hochzeitsantrag, also um sich zu verloben. Wie romantisch ist das denn bitte? Und hier kann dann geheiratet werden. Im Standesamt, das Standesamt. Hier wird die Ehe mit der standesamtlichen Trauung rechtsgültig. Rechtsgültig bedeutet also offiziell, mit allen rechtlichen Vorteilen und vielleicht auch Nachteilen. Und guck mal, hier siehst du Blütenblätter. Nach der Trauung, wenn das Ehepaar aus dem Standesamt kommt, wird oft mit Reis oder Blütenblättern geworfen. Gibt es eine ähnliche Tradition in deiner Kultur? Schreib das doch in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Die Kirchenglocke. Kannst du sie hören? Viele Deutsche heiraten zusätzlich neben der standesamtlichen Trauung auch in der Kirche. Die Kirche. Aber wie heiratet man in deiner Kultur, nach deiner Tradition? Oder heiratet man überhaupt? Komm mit mir mit, aber wir müssen leise sein. Ziehen. Auf den Bänken sitzen die Hochzeitsgäste und vorne am Altar findet die Trauung statt. Getraut, also zu Mann und Frau erklärt, wird von einem Priester, von einem Pfarrer. Wir verlassen die Kirche. Wir gehen aus der Kirche hinaus. Und guck mal, jetzt müssen wir die Schwingtür drücken. Drücken. Im Hintergrund, hinter mir, gibt es eine Hochzeitsgesellschaft. Also ein Brautpaar, ein Paar, das gerade geheiratet hat, mit den Hochzeitsgästen. Kannst du die Hochzeitsgesellschaft sehen? Ein Fotograf, eine Fotografin
macht Fotos von den Gästen und dem Brautpaar, den Eheleuten. Wie aufregend! Im Februar wird auch ganz besonders die Liebe gefeiert. Und zwar am 14. Februar, am Valentinstag. Also am Tag des heiligen Valentin. Ich möchte wissen, wie denn die Leute hier den Valentinstag feiern. Wie verbringst du den Valentinstag? Wie würdet ihr euren Beziehungsstatus beschreiben? Wir sind zusammen. Genau, ja, wir sind ein Paar, ja. Ihr seid ein Paar, ganz offiziell? Ja, Ganz offiziell, ja. seit fast 3 Jahren jetzt. Genau, also da kann man schon sagen, ja. Ist der nächste Schritt geplant? Nee, glaube Noch ist nichts geplant, ja. Da sind wir auch so relativ entspannt, ja. Wie habt ihr gestern den Valentinstag verbracht? Wir waren schick zusammen essen. Genau. Das machen wir auch immer so, also am Valentinstag. Wir schenken uns jetzt auch nichts Krasses. Es gab zwar Blumen, gell, da freue ich mich auch richtig, aber einfach dann so zusammen Abendessen. Sehr schön. Darf ich fragen, welche Art von Blumen das waren? So ein Strauß, gell, da so verschiedene Blumen, Blumen, so Tulpen, Rosen, so rosa und weiß gemischte Sachen, ja. Verheiratet. Ja. Seit 35 Jahren. Und wir sind gestern früh auf dem Sofa gesessen und ich habe gesagt, oh, heute ist Valentinstag. Und dann haben wir uns einen Kuss zugeblasen, also so, und das war's. Sonst war's. nichts. Ja. Und wir haben sogar keine so romantische Filme angeschaut oder sonst was. Ja. Aber Nee. das haben wir nicht nötig. Das ist, Nee, also Valentinstag haben wir eigentlich noch nie gefeiert. nein, nicht. Nee. Damals auch nicht, dass wir Nee. uns kennengelernt haben. Nee, in Schottland. genau, Ja. nee. Feiert man Valentinstag in Schottland? Ja, Oder so wie überall, hier. ja. Genau so. Ja. So, man schenkt Karten und ja. Karten, ja, vor allem Karten. Ja. Ja, die Briten mögen Grußkarten aller Art. Ja. Genau, ja. Und ich glaube, du hast mir damals sogar eine Rose geschenkt, kann das sein? Das kann auch sein, ja. Ja. Vor Das 35 ist nicht Jahren. typisch für einen Schotte. Ja. Ja, die Schotten sind schon romantisch. Ja? Ja. Okay. Ja. Frisch verliebt. frisch verliebt. Oh, wie schön. Schon offiziell zusammen? Ja, das wird bald ein Jahr. So, wir wohnen schon zusammen. Okay. Mal gucken, was noch kommt. Sehr schön. Und wie habt ihr dann gestern den Valentinstag verbracht? Wir waren abends essen gewesen und tagsüber haben wir einfach einen ruhigen gemacht, weil wir einen Tag vorher in der Therme Erding waren. Da war ich noch ganz schön groggy. So viel Liebe. Vielen Dank für die Interviews. Dankeschön fürs Mitmachen, liebe Paare. Egal, ob du vergeben oder Single bist, ein wichtiges Sprichwort zum Thema Liebe lautet: Liebe geht durch den Magen. Wir, mein Mann und ich, sind nun bei Freunden zum Essen eingeladen und als Dankeschön, als kleine Aufmerksamkeit, bringen wir den Nachtisch mit und einen Salat, einen gemischten Salat. Denn auch das gehört zur deutschen Kultur und zwar gibt es ein zweites Sprichwort: Man soll nicht mit leeren Händen kommen. Wenn man eingeladen wird zu jemandem nach Hause, sollte man immer eine Kleinigkeit mitbringen. Zum Beispiel Blumen, eine Flasche Wein, Schokolade oder eben eine Vor- oder Nachspeise. Das gehört zu einer guten deutschen Etikette. Welche Etiketten gibt es bei dir in deinem Land, in deiner Kultur? Lass mich das doch wissen. Tschüss und alles Liebe!